Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Michi ist back mit einem neuen Video. Ich habe mir wieder ein paar Upgrades geholt für meine Lowrider S. Und zwar habe ich mir von der Dominion Collection, das sind originale Harley-Davidson Fußrasten und wie nennt sich das hier, Shifter Pack. Das ist für den Schalthebel, diesen Adapter hier geholt. Diese Dominion Collection gibt es in zwei Farben. Einmal in Schwarz und einmal in Bronze. Ich werde auf Schwarz gehen und heute werden wir das Ganze bei mir an der Lowrider S einbauen und dann am Ende mal schauen, wie das Ganze auch aussieht. Ja, so sieht die Verpackung aus. Ich will das mal auspacken. Ich habe es logischerweise schon einmal ausgepackt, weil ich auch neugierig bin, wie es aussieht, aber ich will euch das Ganze auch noch mal zeigen. Also, Schachtel aufmachen und dann haben wir hier die Fußrasten Nummer 1 und Nummer 2. Was haben wir noch da drin? Da ist noch eine Tüte mit Zubehör dabei. So sehen die Fußrasten aus. Erinnert ein bisschen an ein Waffeleisen. Also wenn man ein Waffeleisen hätte, so könnte man auch Waffeln da drin zubereiten. Dafür sind sie aber nicht geeignet. Machen für mich einen sehr hochwertig verarbeiteten Eindruck. Die Fläche für den Fuß ist schön groß, gefällt mir sehr gut. Ja, im Prinzip viel gibt es dazu ja nicht zu sagen. Das hier, ich vermute mal, das soll sowas sein wie der Angstnippel, der bei den runden Fußrasten dabei ist. Ich lasse das einfach mal dran, dann kann ich auch mal austesten, wo ungefähr die Grenze ist, wenn man in die Kurven fährt. Wenn er anfängt zu schleifen, dann weiß man im Prinzip, dass auch nicht mehr viel Platz da ist. Ansonsten, ich denke mal, also je nachdem wie man kann die auch positionieren, wie man das gerne möchte. Ich habe mittige Fußrasten, also ich denke mal bei mir, also die werden wahrscheinlich so eingebaut, ich werde die komplett gerade hinstellen, dass ich meinen Fuß genau so draufstellen kann. Und wenn man eine vorverlegte Fußrastenanlage hat, vermute ich mal, ist es wahrscheinlich eher passend, wenn die Fußraste so steht. Ansonsten, wie gesagt, sehr schön verarbeitet alles. Auch relativ schwer. Ich habe jetzt leider keine Waage, dass wir das auch mal wiegen können. Ist aber auch eher uninteressant, was das Gewicht angeht. Hier die Schrauben werden gelöst werden müssen, weil hier drunter ist dann auch die Schraube, um das Ganze hier zu fixieren. Und dann kommt dann halt dieser Adapter hier wieder drauf, wird festgeschraubt und dann ist die Fußraste auch fest. Einbau wird relativ simpel sein. Ich habe es jetzt an der Lowrider S noch nicht gemacht, aber ich traue mir das auf jeden Fall zu. Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Was haben wir hier noch? Ich denke mal, das ist eine kurze Bedienungsanleitung, wie die Installation erfolgen soll. Ich sehe gerade, da ist auch eine Feder. Wahrscheinlich das eine Ende der Feder wird hier in diesem Loch hier verankert. Das andere Ende wird wahrscheinlich irgendwo am Motorrad befestigt, so dass man dann halt diese Federung auch nach wie vor noch hat. Sieht relativ simpel aus. Was haben wir denn hier noch? Das sind noch Ersatzscheiben hier. Falls die mal abgeschliffen sind, vollständig abgeschliffen sind, dann kann man noch einmal Ersatz installieren. Das können wir erstmal beiseite legen. So viel dazu. Und hier haben wir den Shifter Pack. Das ist auch eine kurze Anleitung, wahrscheinlich nochmal eine kurze Erklärung, wie das Ganze funktioniert. So sieht der Shifter Pack aus, auch im gleichen Style wie die Fußrasten. Diese Teile gibt es auch in verschiedenen Farben. Also wie gesagt, man kann auch entweder ganz in Schwarz gehen oder ganz in Bronze gehen. Man kann das in Bronze kaufen und das in Schwarz oder das in Bronze und das in Schwarz. Also wenn man so eine Kombination aus beiden haben möchte. Ich bleibe jetzt erstmal komplett bei Schwarz. Gefällt mir ganz gut so. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum Motorrad. Und dann werden wir den Einbau durchführen. Folgende Situation: Mit der Sicherungszange habe ich den Ring hier entfernt an der Stelle. Es hat nicht so
100% perfekt gepasst, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, aber ich habe den Ring runtergekriegt. Ja, wie geht es jetzt im Prinzip weiter? Wir müssen diesen Bolzen hier rausziehen. Das geht relativ simpel. So, Bolzen ist raus und somit ist dann auch sofort auch schon hier die Fußraste runter. Hier ist diese Feder. Die eine Seite wird hier eingespannt und wie ich das hier sehe, ist hier auch wieder so ein Loch an der Stelle, so dass man da die andere Seite einhakt. Ja, das Ganze muss jetzt einfach umgekehrt auch nochmal eingebaut werden. Relativ simpel. Ich denke, wenn ich das kann, kann das jeder andere auch, der sich die Fußrasten tauschen möchte. So, jetzt haben wir hier die Fußraste. Jetzt nehmen wir wieder die Feder. Die eine Seite wird hier eingespannt und die andere Seite an der anderen Seite. So, und jetzt den Bolzen wieder hier durchstecken. Relativ simpel. Et voilà, das war es auch schon. Ja, jetzt auf der anderen Seite einfach nur den Bolzen wieder sichern mit dem Ring und dann ist diese Fußraste erstmal montiert. So, fertig. Dann machen wir auf der anderen Seite weiter und ich denke mal, dann nehmen wir den Teil hier ab, diesen Part, fixieren das. Bei mir werden die Fußrasten so stehen, jeder, der jetzt vorverlegte Fußrasten hat, ich denke mal, das wäre dann die bessere Position, aber bei mir werden sie auf jeden Fall so stehen. Ein erster Blick, ja, sieht schon richtig nice aus, mega. Okay, auch hier das gleiche Spielchen. Bolzen rausziehen. Feder entfernen. Die alten Fußrasten werde ich übrigens nicht verkaufen oder sonst irgendwas. Ich werde alle Teile, die ich ausbaue bzw. austausche, aufbewahren. So kann ich jederzeit auch das Motorrad wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen, dass wir dann am Ende auch einen Originalzustand wieder haben, falls man das Motorrad mal verkaufen möchte. Hier genau das gleiche Spiel in umgekehrter Reihenfolge. Die Feder wieder in dieses Loch hier reinstecken auf der Seite, die Sicherung anbringen. So, jetzt werden wir diese Schrauben hier entfernen. Okay. Und dann müssen wir jetzt diese Schraube festschrauben, damit wir die Fußraste in einer bestimmten Position hier an einer bestimmten Position fixieren können. So gefällt mir das. Nice, really cool. Fußrasten sind installiert. So sieht es im Moment aus. Mir gefällt es gut. Ja, richtig cool. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier den Kollegen abschrauben und gegen diesen hier austauschen. Dazu auch wieder einfach diese Schraube hier lösen. Okay. Und mit dieser Schraube hier ersetzen. Ja, das war's schon. Ja, Freunde, das war die Installation der Fußrasten und des Shifter Packs. So sieht das Ganze jetzt hier aus.
Mir gefällt das richtig gut. Leider zum Zeitpunkt, als ich das Video gedreht habe, habe ich für den Sozius halt noch nicht die Fußrasten bekommen. Da habe ich auch die Dominion Fußrasten für den Sozius gekauft. Die waren leider zu dem Zeitpunkt noch nicht lieferbar, aber das Video werde ich auch nochmal nachreichen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Im nächsten Video bzw. im nächsten Umbauvideo werden wir die Griffe tauschen. Dazu wird es ein separates Video geben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen möchtet, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann seid ihr auf jeden Fall immer dabei. Werdet informiert, sobald es ein neues Video gibt. In diesem Sinne würde ich mich gerne verabschieden. Bleibt alle gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.